So schauen die gepackten Räder aus. Wir sind noch nicht final fertig. Aber morgen geht's los. Jetzt geht's los. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt unterwegs, haben gepackt. Die Räder sind schon ein bisschen schwer, aber es fährt sich richtig angenehm. Das sind unsere kleinen Schiffe, die wir jetzt durch die Welt fahren. Zu den Sachen, die wir eingepackt haben für unsere erste Fahrt heute. Wir haben jeweils 2 Vordertaschen und 2 Hintertaschen. Dann haben wir eine Midloader, eine Rahmentasche, da passt auch super viel rein, und eine Fronttasche. Und hier in der Mitte, hier oben drauf, da haben wir unseren Forumslader versteckt. Der lädt dann während der Fahrt, währenddem wir strampeln, fleißig unsere technischen Geräte. Und hier hinten versteckt sich noch eine Satteltasche. Der Dani hat nochmal eine Special-Konstruktion, und zwar ist das hier unser Podgorni, dieses heiße Teil hier. Den haben wir damals auf unserer Tour in Albanien aufgesammelt, und seitdem ist er unser treuer und ständiger Begleiter. Der muss jetzt einfach auch mit. Super beständig, passt auch richtig viel rein, und momentan hält er auch noch das Solarpanel. Dann zu meinen Sachen. Ich habe auch 2-mal vorne, 2-mal hinten Taschen. Genauso hier die Satteltasche. Hier, wo mein Forumslader drinnen ist. Meine Rahmentasche haben wir hier vorne angebracht, weil hier kein Platz mehr ist. Und sonst hätte ich auch gar nicht mehr aufs Radl draufsteigen können. Genau. Und des Weiteren habe ich hier noch unsere 2 Schlafsäcke verstaut. Die sind aber nicht schwer, sieht nur sehr monströs aus. Genau, soweit zu den Taschen. Was wir dann wo versteckt haben, das erzählen wir euch ein anderes Mal. So, gerade bei der Post losgedüst, Pakete abgegeben, und jetzt fahren wir Richtung Würzburg. Erster Tag. Start in Bamberg. Oh, erste Pause. Sind jetzt 15 Kilometer. Erste kurze Wasserpause. Erste Nacht. Mini. Guck. Also super warm. Sehr schön. Bisschen Kondenswasser. Das müssen wir irgendwie noch unter Kontrolle kriegen mit dem Lüften. Aber sonst sehr angenehm.
echt gut bis jetzt. Das sind jetzt ungefähr 30 Kilometer heute. Bisher noch 40. 35, 40 oder so. Dann sind wir bei unserem Kumpel in Würzburg. Hier ist leider eine Schraube abhanden gekommen. Die müssen wir noch mal irgendwo besorgen. Aber sonst ist es echt super. Ja, schon ein bisschen anstrengend, aber das fährt sich dann schon ein. Wir sind ja erst am Anfang der Tour. Das wird immer besser. Kuckuck. Wir haben gleich die ersten 50 Tageskilometer fertig. Das sind jetzt 3 Stunden 50 Fahrzeit. Wir haben 3:45, kurz vor Würzburg. 10 Kilometer kommen noch oder 12 sowas. Jawohl, jetzt sind die 50 voll. Ha, super. Erst 50. Also auf der Tour haben wir jetzt insgesamt 76,8, aber heute 50. Wir melden uns aus Würzburg. Tag 3, Würzburg. Schlafsäcke jetzt anpacken und dann runter in den Keller zu unseren Rädern. Da wird dann wieder alles aufgeladen und dann geht es auch schon weiter. Richtung Koblenz. Mal gucken, wo wir heute Abend ankommen. Raus aus Würzburg. Alles erledigt. GLS-Shop, DHL-Shop. Alle fertig. Jetzt geht's Richtung Koblenz. Würzburg. Würzburg. Raus aus Würzburg. Also Würzburg ist echt schön. Würzberg wird es eher treffen. Das ist schon ganz schön bergig. Also hügelig. Ja. Jetzt mal ein bisschen die Luft genießen, bis die Melli kommt. Hält bisher alles super. Natürlich so die eine oder andere Sache noch, wo man einfahren muss und ein paar Schrauben noch nachziehen etc. Aber sonst, das Einzige, was auffällig wackelig ist, sind die Ständer. Die sind miserabel montiert, aber sonst geht es eigentlich ganz gut bisher. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Oh, Wir sind jetzt in Markt Heidenfeld angekommen, eingekauft und so. Zum ersten Mal unseren Multifuel-Brenner ausprobiert. Funktioniert ganz gut. Allerdings musste ich ihn erstmal reparieren. Wo ist es denn? Ich kann es euch mal zeigen. Ja, der wurde uns gebraucht geliefert als Ersatz für einen nicht vorhandenen, den ich seit Wochen bestellt habe, als so eine Art Wiedergutmachung. Vielleicht sieht man es ein bisschen mit einer 5-Cent-Münze. Musste ich da was reparieren. Die brennt jetzt da in der Mitte und ohne geht's nicht. Ja, genau. Die Ersatzteile werden uns nachgeschickt, kann aber eine Weile dauern. Also Holland etc. machen wir wahrscheinlich alles mit der 5-Cent-Münze. Genau. Wir schlafen in den Hängematten heute und alles, was wir heute noch nicht geschafft haben, fahren wir morgen wieder rein. Wir sind ja recht spät losgekommen in Würzburg. Ist 8:30 und scheiß kalt. Ja, kochen Frühstück, gibt Porridge mit den gesammelten Äpfeln von gestern und Zwetschgen etc. Ja, erste Mal eine Hängematte mit der neuen Isomatte. Also entweder, ich weiß noch nicht, war zu wenig Luft drin, also ich fand's scheiße. Im Zelt war es viel besser. Mal gucken. Jetzt gibt's erstmal Frühstück und dann geht's weiter.
jetzt geht's los. Am Main entlang, jetzt kommt noch mal eine richtig üble, steile Strecke und dann sollte es bis Koblenz nur noch flach sein, laut Google. Hoffen wir, das stimmt. Genau. Jetzt kommt die üble Etappe. Wir sind jetzt von ungefähr 160 auf 572 Meter hoch. 16 Kilometer. Wahnsinn. Ah, ganz schön anstrengend. Also, es ist weniger die Anstrengung, die so einem auf den Geist geht, das geht voll. Es ist mehr so die Gelenke, dass man da echt aufpassen muss, dass man sich da nichts reinfrisst, was dann dauerhaft bleibt. So, das ist so die Hauptsache eigentlich. Ja, und jetzt geht's wieder runter. Bis auf Mainhöhe. Es hat sich gelohnt. Ich bin gerade mit guten 40 Kilo Gepäck 52 km/h gefahren. Jetzt im Moment 37. 38. 39. 40. Ja, 42. 45. 46. Das ist saugeil. Die Straße ist super. 47. Oh, jetzt geht's wieder runter. 48. Yippie! Hui! Da sind wir geradeaus. Aschaffenburg, willkommen! 47! Geschafft! Wir sind in Aschaffenburg. Haben auch einen ganz guten Platz. Da oben, versteckt, hinter dem Busch. Jetzt wird noch gebadet, Sachen trocknen, Abendessen kochen und Feierabend. Beine ausruhen. Gerade losgefahren in Frankfurt. Erster Regentag. Ich sage halt Bingen, wahrscheinlich. Ungefähr 74 Kilometer. Kalt ist es nicht unbedingt, aber es ist auch ungemütlich und es ist voll eklig. Und versuchen wir mal irgendwie Frankfurt zu verlassen. Wir müssen da so einen Fluss finden, dem folgen wir dann, bis der in den Main fließt und dann man den Main die ganze Zeit entlang bis Bingen. Wieder am Main. Und es hat aufgehört zu regnen. Wirklich super. Ist noch bewölkt, aber der Regen ist weg. Es sind jetzt noch 56 Kilometer. Ja, läuft ganz gut. Moin, moin. Wir sind unterwegs am Main Richtung Rüsselsheim. Ja, wir haben bis jetzt schon 27,5 Kilometer hinter uns. Ja, sind ein bisschen mehr als 2 Stunden gefahren. Haben noch 45 Kilometer vor uns. Oder wie viel? 48. Und kommen dann heute nach Bingen. Heute ist Montag. Wetter ist am Nieseln. Aber ist ganz gut. Wir haben mal unsere Regenkleidung getestet und die dann gleich wieder weggepackt, weil es viel zu heiß war und sowieso nicht so viel gebracht hat. Erst dann, wenn es richtig schüttert, dann lohnt es sich auch.
Genau. Ich muss sagen, es ist echt wahnsinnig anstrengend. Es geht richtig in die Beine. Ein bisschen auch in den Arsch, aber mehr in die Beine. Der Weg über Würzburg war der Horror. Ja, Hügel, bergauf, bergab. Und nicht schneller als 5 km/h gefahren. Das war richtig zart. Das hat nicht so viel Spaß gemacht. Aber am Abend fühlt man sich dann immer wie ein kleiner Held, weil man es dann doch geschafft hat. Und ja, man merkt schon echt, man macht was für seine Gesundheit, für seine Fitness. Und irgendwie geht es einem dann trotzdem richtig gut, wenn man weiß, was man alles geschafft hat an dem Tag. Genau. So, wir fahren jetzt noch eine Weile. Ich bin immer sehr weit hinterher. Ja, das wird schon noch. Ganz weit weg. Wir fahren gerade über den Main. Aha! Dachte ich mir schon. Wir sind in Mainz. Deswegen ist es so schön. In Mainz, wo es singt und lacht. Das haben wir. Dem Tode nahe. Er ist dem Tode nahe. Als wenn fragt. Der Franki sagt, ist ein wenig frickt. Also ja. zu gut Deutsch, es tut ein bisschen weh. Und das verhandeln wir jetzt, dass er morgen schön weiterfahren kann.